Mark Bradfords Medium sind die weggeworfenen Materialien und Überbleibsel des städtischen Lebens, die Spuren des Alltags um ihn herum. Der 1961 in Los Angeles geborene Künstler wächst als Sohn einer Friseursfamilie auf. Früh nutzt er für seine Arbeiten deshalb die Materialien, die er im heimischen Salon vorfindet, darunter Papiere für Dauerwellen, Haarnadeln und Haarfärbemittel. Bradford ist bekannt für seine vielschichtigen und sozial engagierten Werke. Sein Œuvre umfasst nicht nur Malerei und Skulpturen. Im Laufe seiner künstlerischen Arbeit erweiterten sich seine Ausdrucksformen neben seinem anhaltenden Interesse an Druckgrafik und Collagen um Videos, Installationen und Fotografien. Der gesellschaftspolitische Hintergrund seiner Kunst macht ihn zu einer zentralen Figur der zeitgenössischen Kunstszene. Seine oftmals als abstrakte Kompositionen angelegten Bilder sind zumeist großformatige Collagen und Installationen, die aus Fundstücken oder alltäglichen Materialien wie Plakat- oder Zeitungspapier, Flyern und anderen Alltagsgegenständen bestehen, immer wieder aus seinem Heimatort Los Angeles. Bradford beschreibt seine Arbeit in Anlehnung an Michel Laguerres The Informal City. Denken Sie an all das weiße Rauschen da draußen auf den Straßen, all die Piepser und das Dröhnen unserer Alltagskultur, Handys, Verstärker, verchromte Räder und Synthesizer. Ich nehme viel von dieser Energie in meiner Arbeit auf, von den Plakaten, die als Erinnerung an vergangene Dinge dienen. Man kann die Papierschichten abziehen und es ist, als würde man die Straßen durch Schilder lesen. Diese abstrahierte Arbeitsweise bietet den Raum, in dem man die Stadt als soziales Alltagslaboratorium begreifen kann. Untitled, aka Gwen, offenbart ein nuanciertes Raster, das an die energiegeladene und oft hektische Topologie eines Stadtplans erinnert. An die Stelle der präzisen Malerei eines formalen modernistischen Gitters im Stile eines Mondrian treten bei Bradford indes das Seidenpapier aus Schönheitssalons, verschiedene Handzettel und Anzeigen für Jobs, Anwälte und andere Dienstleistungen, die in den Vierteln um Bradfords Studio in South Central Los Angeles ausgehängt sind. Während er diese Materialien anbringt, interagiert Bradford physisch mit dem Werk. Er reißt, schleift, bleicht und verwittert die Oberfläche. Across 110th Street entlehnt seinen Titel dem gleichnamigen in New York spielenden Blaxploitation-Film aus dem Jahr 1972. Gleichzeitig verweist es auf die soziale und auch physische Trennlinie zwischen dem von Schwarzen dominierten Harlem und dem Rest Manhattans. Wieder werden die verschiedenen auf den lokalen Straßen gefundenen Objekte zu einer kollagierten Repräsentation der Stadt selbst. Ihre Topographie erscheint stellenweise geordnet, dann zufällig und willkürlich angelegt, ebenso wie sich die Struktur einer Metropole entwickelt, in der formale Planung auf improvisiertes Wachstum prallt. Zugleich verweist Bradford so aber eben auf die nach wie vor sehr unterschiedlichen, oftmals auch physisch getrennten, segregierten Lebenswelten der verschiedenen Bevölkerungsgruppen und Ethnien in den USA. Mark Bradfords inhaltlicher Fokus liegt also auf den komplexen Zusammenhängen moderner Lebenserfahrungen und den gesellschaftspolitischen Fragen der Lebensrealitäten der People of Color seiner Heimat. Ausgangspunkt sind dabei seine persönlichen, von institutionellem und strukturellem Rassismus geprägten Erfahrungen des Aufwachsens in Los Angeles, beispielsweise die der Rodney King Riots von 1992, deren künstlerische Aufarbeitung 2006 in eines von Bradfords bemerkenswertesten Werken mündete, Scorched Earth. Die geometrischen Strukturen im Bild erzeugen vielschichtige Assoziationen, so erinnern sie stark an die Straßenkarte oder das Luftbild einer Großstadt. Eine darin liegende, eingegrenzte Fläche, vielleicht ein bestimmtes Stadtviertel, ist geschwärzt, so dass sich diese von ihrer Umgebung deutlich abhebt. Nur einzelne buntflächige Felder, Blocks stechen mahnend aus der Fläche heraus. Gerade und geschwungene Linien treten wie Straßenzüge deutlich aus den dunklen Feldern hervor. Oben im Bild erstreckt sich, einem blutig gefärbten Gewässer gleich, eine rote Farbfläche über die Breite des Bildes, unterbrochen nur von Formen, die wie Landzungen oder die Kaimauern von Yachthäfen in diese hineinragen. Die Schwärze der zentral eingebetteten, zwischen geordneten, trotz buntfarbiger Teile überwiegend weißen Rasterfeldern liegenden Zone wirkt nicht zufällig wie verbrannt. Scorched Earth, verbrannte Erde, betitelt Bradford sein Werk nach einer Militärtaktik, bei der beim Rückzug einer Armee alles für den Feind Verwertbare rücksichtslos zerstört wird, oftmals eben durch Verbrennen.
Bradford erlebt als junger Mann die 1992 in Los Angeles ausgebrochenen Rassenunruhen als Folge des Freispruchs 4 weißer Polizisten, die der Misshandlung des Afroamerikaners Rodney King beschuldigt worden waren. Die daraus vor allem in der afroamerikanischen Bevölkerung resultierende Empörung löst in Teilen von Los Angeles für einige Tage einen Gewaltausbruch aus, der zeitweise einem Bürgerkrieg ähnelt. 53 Menschen sterben, etliche Tausend werden verletzt, es wird geplündert und zahllose Gebäude gehen in Flammen auf. Das Scorched des Titels kann also durchaus wörtlich als verbrannt oder versenkt begriffen werden, als gewaltsames Ausmerzen, als Wegbrennen hinein in eine, wie Bradford es nennt, Nothingness, das Nichts, die Nichtexistenz. Das Werk besteht aus unzähligen Materialschichten aus Papier und Farbe, die zunächst übereinander aufgetragen und dann gezielt durch Sandstrahlen, Schmirgeln, Fräsen und Reißen wieder abgetragen werden. Bradford erzeugt auf diese Weise Oberflächen, Texturen und Strukturen, die eben an vernarbte oder verwitterte Stadtlandschaften erinnern. Dieser künstlerische Prozess des Aufbauens und Zerstörens spiegelt dabei eben jene Dynamik städtischer Entwicklung, den urbanen Zyklus von Verfall und Erneuerung wider, der allen Städten zu eigen ist. Scorched Earth ist so eine Einladung zum Nachdenken über die sozialen und ökonomischen Kräfte, die Spuren der Zeit und die Auswirkungen menschlicher Aktivitäten und Positionen, die unsere Umgebung, unser Denken, Handeln und Leben prägen.